In diesem Video erfahren Sie, was Mikroorganismen sind und lernen Bakterien kennen. Los geht's! Mikroorganismen sind sehr kleine Lebewesen. Es gibt sie überall, in der Luft, in unserem Körper, auf allen Flächen und Gegenständen. Also auch auf allen Instrumenten und Gegenständen, mit denen Sie in der Zahnarztpraxis arbeiten. Einige Mikroorganismen machen uns krank. Sie heißen pathogene Mikroorganismen. Es gibt aber auch Mikroorganismen, die nicht krank machen und sogar sehr wichtig für uns sind. Sie heißen apathogen. Es gibt verschiedene Mikroorganismen. In der Zahnarztpraxis sind Bakterien und Viren besonders wichtig, selten auch Pilze. Schauen wir uns zunächst Bakterien an. Was sind Bakterien? Bakterien sind sehr klein. Mit dem bloßen Auge oder einer Lupe kann man sie nicht sehen. Man benötigt dafür ein Mikroskop. Bakterien sind Mikroorganismen, die nur aus einer Zelle bestehen. Man findet sie überall in der Umwelt, im Boden, im Wasser und in der Luft. Die meisten Bakterien machen nicht krank. Sie sind apathogen. Viele davon leben auch im menschlichen Körper, zum Beispiel auf der Haut, im Darm und in der Mundhöhle und sorgen dafür, dass wir gesund bleiben. Bakterien sind Lebewesen. Das erkennt man an folgenden Merkmalen. Sie haben einen eigenen Stoffwechsel. Das bedeutet, dass sie einen eigenen Weg haben, um Stoffe aufzunehmen, die sie brauchen, zu verwandeln und Abfallprodukte loszuwerden. Sie können ohne Menschen oder Tiere überleben. Ein zweites Merkmal dafür, dass Bakterien Lebewesen sind, ist, dass sie sich alleine vermehren können. Sie vermehren sich durch einfache Zellteilung. Es gibt 3 Formen von Bakterien. Kugelförmige Bakterien, auch Kokken genannt, Bakterien in der Form von Stäbchen und spiralförmige oder schraubenförmige Bakterien. Einige Stäbchenbakterien, zum Beispiel die Tetanus verursachen, bilden Sporen. Wenn das Tetanusbakterium zum Beispiel nicht mehr genug Nahrung findet oder es sehr heiß oder kalt wird, bildet es Sporen. In dieser Form kann es lange Zeit überleben. Deshalb nennt man Sporen auch Dauerformen. Bakteriensporen sind besonders widerstandsfähig gegen Hitze. Deshalb benutzt man sie zur Überprüfung des Autoklaven. Bakteriensporen können in einem richtig funktionierenden Sterilisator nicht überleben.